Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ja, wir sollten mal eben kurz auch vielleicht Lestrade berichten, dass wir das Silberbesteck gefunden haben. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Gut, dann wollen wir mal ein bisschen deduzieren, weil wir haben im Moment, glaube ich, sonst nichts, was wir machen können. Wir haben ein Glas mit Weinstein und 2 Gläser, die leer sind. Daraus können wir schließen. Es waren 3 Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Möglicherweise mag eine der Personen ihren Wein mit Weinstein. Es waren 2 Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Die Reste wurden in das 3. Glas geschüttet, weswegen sich darin nur Weinstein befindet. Da ich ja annehme, dass wir auf die falsche Spur gelockt werden sollen, bleibe ich mal dabei, das zu verfolgen. Also waren es nur 2 Personen. Nicht er und seine Frau oder er und ein anderer Täter. Die Leiche mit zertrümmertem Schädel, das wurde durch den Schürhaken möglicherweise verursacht. Sir Eustace könnte an einem Schlag mit dem Schürhaken gestorben sein. Das müssen wir nicht prüfen. Okay. Dann haben wir... Das Glockenseil wurde nicht abgerissen, sondern mit einem scharfen Messer durchgeschnitten, etwa wie es Seemänner verwenden. Interessant, weil wenn der Täter ein Messer hatte, warum nutzt er dann einen Schürhaken? Kamingitter und Leiche. Es kann sein, dass das Kamingitter besudelt ist von dem Blut der Leiche. Der Tod von Sir Eustace könnte ein Unfall gewesen sein. Er könnte hingefallen sein und sich dabei am Kamingitter den Kopf aufgeschlagen haben. Sir Eustace könnte an einem Schlag mit dem Schürhaken gestorben sein. Ich glaube, dass wenn wir das nehmen, auch nicht. Na, ich dachte, wir hätten dann mit einem Schwein zertrümmern müssen oder so. Die Täter wurden identifiziert. Aber wir haben das Silberbesteck gefunden. Es gibt auch keinen Sinn. Deswegen, der Einbruch führte zum Mord. Es steht fest, dass der Einbruch der Grund für den Mord war. Die Täter haben womöglich vor, später zurückzukehren. Nein, das ist Quatsch. Es ist ein inszenierter Einbruch. Der Einbruch könnte lediglich inszeniert gewesen sein, um eine Erklärung für den Tod von Sir Eustace zu liefern. Das versteckte Silberbesteck sollte aber nicht gefunden werden. Davon bin ich überzeugt. Ui! Sir Eustace wurde von derjenigen Person getötet, die in der Tatnacht zu Besuch in Abbey Grange war. Diese Person hat auch Lady Brackenstall an den Stuhl gefesselt. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Mann, der groß und kräftig ist. Auch davon können wir zunächst mal ausgehen. Sie führte ein zurückgezogenes Leben und kam aus Australien. Das heißt, wenn sie Bekanntschaften hat, kennt sie die daher aus ihrer Vergangenheit. Lady Brackenstall heiratete Sir Eustace kurz nach ihrem Aufenthalt in London und verließ das Haus seitdem selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder ihre Dienstmagd Bekanntschaft mit irgendjemandem in England ist sehr gering. Ja, das ist zwar richtig. Aber Lady Brackenstall kennt jemanden, der an Bord der Rock of Gibraltar war. Denn der hat das Foto von ihr gemacht. So, dann haben wir noch ein verknotetes Seil und das scharfe Messer. Das ist damit durchtrennt worden. Und was schließen wir daraus? Das Glockenseil wurde mit einem scharfen Messer abgeschnitten und mit Seemannsknoten verknotet. Das könnte darauf hinweisen, dass der Täter Seemann ist oder war. Die Person, die in der Tatnacht zu Besuch in Abbey Grange war, ist oder war wahrscheinlich ein Seemann. Auch das können wir so zunächst mal annehmen. Und basierend darauf können wir jetzt allerdings auch was Neues tun. Suchen Sie nach möglichen tatverdächtigen Seemännern. Ja, wie machen wir das denn?
Und müssen wir zunächst nochmal die Hinweise durchschauen, oder? Erstmal haben wir hier keine weiteren Hinweise, außer das Schiff, Rock of Gibraltar. Da sollten wir mal im Archiv schauen. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätten wir damit schon mal losfahren können. Also auf in die Baker Street und schauen nach der Rock of Gibraltar. Wer denn da so an Bord war und ob sich da jemand hier in der Nähe aufhält. Denn, egal ob Unfall oder nicht, an diese Geschichte mit diesen Brüdern da, glaube ich erstmal so, auf Anhieb glaube ich da erstmal gar nicht dran. So, das heißt, wir schauen mal in unserem Archiv. Aha, da haben wir es schon. Ankunft der Rock of Gibraltar. Die Rock of Gibraltar, ein Frachtschiff der Reederei Adelaide Southampton Street, was? Adelaide Southampton London Line, Cunard Building, James Street, London, ist nach einer 6-monatigen Reise zurückgekehrt, die nach Indien, Neuseeland und Australien geführt hat. Und eine ganz schöne Reise. An Bord des Schiffes reiste auch Miss Mary Fraser nach England, die Erbin der Familie Fraser, die Ländereien und Zinnbergwerke in Australien besitzt. Diese wunderschöne junge Dame ist mit Sir Eustace Brackenwell verlobt. Einem der wohlhabendsten Gentlemen in Kent. Ich überlege gerade hier. Also die ist also ziemlich reich und ja. Here it is. Was bringt mir das jetzt zu wissen, dass sie da an Bord war? Ah, Wiggins! Mein alter Freund und The Kupferstecher. shipping company, the Adelaide Southampton London Line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Wie ging das nochmal? Müssen wir da zur Tür gehen, oder? Nee, zum Fenster, ne? Nicht zu dem Fenster. Zu dem anderen. Wiggins! Wiggins, could you come upstairs, please? Ja, der kann uns helfen. At Vielleicht. your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893, and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. 3 hours later. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Wie der Holmes also mit diesen... Sekunde mal, der kriegt noch eine neue Aufgabe von uns. War das denn jetzt hingepackt? Auf meinen Schreibtisch, oder? Da. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide Southampton London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. I do not think that this... So, wer war in London am 7. November?
Hier war schon mal keiner. Hier auch nicht. Hier könnte es jemand gewesen sein. This list shows that Mr. Jack Crocker was in... This list shows that Mr. Jack Crocker was... Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Und ansonsten niemand. Oder? Gehen wir ruhig. Crocker, Chill. Henry Southward. Ernest J. Wood. Thomas Walker. Herbert Whittington. Mr. William Pledge. Nö. I do not think that this I do not think that this Schauen wir mal, ob der Crocker noch irgendwann hier war. This officer is still at sea. Ach so. Okay, wir müssen das nach dem Ausschlussprinzip machen. Na gut. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Herbert Whittington fehlt uns noch. Und Charles Chill. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Ja. Da fehlt noch Charles W. Chill. Er hat wahrscheinlich wieder Tomaten auf den Augen. Da. This officer was on a ship that sailed half a month Tja, ago. also He müssen wir einen wasn't Mr. in London Crocker at the finden. time of the crime. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Nehmen wir zumindest mal an. Also, Wiggins. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Da bin ich mal gespannt. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Schauen wir uns den erstmal an. Ehrlich? Mhm. Der hat aber zumindest ein Matrosenmesser bei sich, mit dem er das Seil hätte schneiden können. Aber auch saubere Stiefel. Zeitungstinte. Hat wahrscheinlich die Beschreibung gelesen von den Opfern, von dieser Gang. Und er hat diesen kräftigen Körperbau. Und wäre damit auch groß genug, um das Glockenseil hätte abschneiden zu können. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her.
from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? So, da wollen wir mal gucken. Das war ein Seemannsknoten. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Gut, da haben wir also den Täter. Ist es nur noch überführen. What should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Genau, denn die Aussage und Captain Crocker führen uns zu Folgendem. Crocker lügt. Seine Mitschuld ist offensichtlich. Er erschien sofort, als er gehört hatte, dass ich nach ihm suche. Das deutet auf seine Schuld hin. Der Kapitän ist der Täter, dessen bin ich mir sicher. Und eigentlich könnten wir den Fall jetzt abschließen. Schauen wir mal. Sir Eustace wurde von der Person getötet, die zu Besuch war. Er ist groß gewachsen und wendig, sowie ein hochrangiger Seemann. Und den würden wir auch zur Rechenschaft ziehen in dem Fall. Ich bin dafür, dass wir die Entscheidung so bestätigen. Das war aber ein kurzer Fall. Oder wir haben elendig viel übersehen. Dann werdet ihr mich wieder auslachen. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Aber dann schauen wir mal, weil ihr sagtet, auch das Spiel reagiert irgendwie so wenig auf unterschiedliche Entscheidungen. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her.
She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary! But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes, You would not have managed to protect her. till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear, and it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Das klingt auf jeden Fall falsch. Puh, wollte er sich umbringen? You should have let me die. How can I live if Mary suffers? I am sorry, Captain Crocker, but there has been quite enough death in this case. Ja, klingt nach einem logischen Ende dieses sehr kurzen Falls. Inspector, I give you Sir Eustace's killer. He tried his best to perform his own justice. Well, I'm not surprised. Yes, it was me. I confess. Here is a piece of evidence that can be used in court. Perfect. A case that went smoothly for once. Sehe ich auch so. Tja, war es denn die richtige Lösung? Yes! Okay, Leute. Also, wir sehen uns wieder im nächsten Fall von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!